Hi, wie schön, dass du wieder mit dabei bist. Wenn du mich noch nicht kennst, ich bin Lisa von Parfori und hier dreht sich alles rund um Nischendüfte. Also wenn du genauso duftverrückt bist wie wir auch, dann abonniere am besten gleich den Channel, aktiviere die Glocke, damit du keine neuen Videos von uns verpasst. Ich habe mich riesig auf dieses neue Video gefreut, denn endlich darf ich euch ein paar neue, wundervolle Düfte mitbringen, die den Weg in unser Sortiment gefunden haben und nur darauf warten, von euch getestet zu werden. Ich habe wirklich schöne Düfte dabei für Männer, für Frauen, Unisex-Düfte und ich kann es gar nicht abwarten. Insofern würde ich sagen, wir starten gleich schon mal rein. Der erste Duft, den ich dabei habe und den wir ganz neu haben, ist von Isabey, der La Route des Marauds. Ist auch immer sprachlich echt eine Herausforderung. Schöner Flakon, so in klassischer Isabey-Manier würde ich jetzt mal sagen. Diese Form, ich zeige euch das mal kurz von unten, ist ja fast schon ikonisch von dieser Marke, also wirklich sehr interessant, wirklich schön und so erkennt man die auch auf jeden Fall wieder perfekt. Schön in so einem gelb-braun gehalten und Isabey steht ja schon für etwas klassischere Düfte, würde ich jetzt mal sagen. Ich hoffe, ich lehne mich damit nicht zu weit aus dem Fenster. Und ich würde sagen, der neue Duft, den wir haben, der ist auf jeden Fall auch eher so ein bisschen klassisch, geht in eine schöne, blumige, süße Richtung. Lasst uns mal gemeinsam dran riechen. Schön. Wirklich schön. Wir haben hier am Anfang eine schöne kleine Bergamotte. Wir haben hier aber auf jeden Fall die weißen Blüten, die schon von Beginn an wirklich extrem zu riechen sind. Also schön leicht zitrisch, schön süß gleich von Beginn an, schöne weiße Blüten und auf jeden Fall der Star in diesem Duft ist auf jeden Fall die Jasmin. Also es ist wirklich ein schöner, schöner Jasminduft. Schon im ersten Riechen merkt man, boah, der Duft hat ordentlich Power. Der hat auch wirklich Power. Der ist intensiv, der hat eine tolle Silage, Haltbarkeit ist auch top. Und was ich einfach so schön finde, ist am Anfang diese leichte Bergamotte, die so irgendwie ein bisschen einen unreifen Charakter hat. Dann volle Power, Blütenpracht mit rein, schöne Süße. Wird im Verlauf toll unterlegt mit Amber, mit einer schönen Vanille, gibt nochmal Süße mit rein, gibt irgendwie so ein bisschen eine Öligkeit mit rein. Ja, wirklich schön. Und wir haben ja auch einen tollen Moschus nochmal mit drin. Das führt alles dazu, dass der Duft leicht, cremig, ölig, aber auch pudrig wird. Und genau diese Kombination aus diesen weißen Blüten, leichter, sauberer Charakter, leicht cremig, leicht pudrig, ist für mich schon eher so ein bisschen traditioneller. Heißt aber nicht, dass der Duft weniger schön ist. Ich finde, das ist wirklich ein schöner, schöner Blumenduft, der aber schon intensiv ist. Also ich würde den jetzt nicht an einem heißen Sommertag tragen, dafür wäre er mir definitiv zu schwer. Wenn du aber auf blumige Düfte stehst, wo eben weiße Blüten, vor allem auch die Jasmin im Fokus steht, dann könnte der neue Duft von Isabey auf jeden Fall mal was für dich sein. Kleiner Spoiler vorweg, ich habe mir kurz überlegt, ob ich meinen neuesten Lieblingsduft als erstes nehme. Ich habe mich aber dagegen entschieden. Es wird noch einen zweiten Isabey-Duft geben und ich kann euch nur so viel sagen, er ist Wahnsinn. Also ich habe mich wirklich verliebt schon im ersten Riechen, dazu aber nachher mehr. Lasst uns mal weitermachen mit einem ganz tollen Duft von Simone Andreoli und zwar der Ocean of a Midnight Moon. Wie der Name schon vermuten lässt, geht der Duft schon in eine komplett andere Richtung als dieser blumige Duft von Isabey, den wir gerade gerochen haben. Der Ocean of a Midnight Moon geht eher so in eine frische, etwas holzigere Richtung, ist aber wirklich auch ein wirklich schöner Duft zu tragen. Übrigens verbindet die Marke mit ihren Düften immer Erinnerungen an ferne Länder und der Ocean of a Midnight Moon ist quasi einer Nacht am Strand in Formentera gewidmet. Und ich finde, so riecht er auch. Also wir haben hier wirklich schöne, frische, maritime Noten auf jeden Fall mit drin. Bevor ich aber zu viel erzähle, lasst uns einfach mal gemeinsam dran riechen. Da kommt viel raus. Frisch, aquatisch. Wir haben hier aber am Anfang auch, finde ich zumindest, so leichte grüne Noten nochmal mit drin, neben diesen blauen Noten, neben diesen maritimen Noten. Der strahlt auf jeden Fall vor Frische. Also das ist so für mich ein ganz, ganz toller aquatischer Duft, der sich aber im Duftverlauf ganz, ganz schön entwickelt. Diese leicht grünen Noten kommen einfach durch diese schöne, ja, minzige Note, sage ich jetzt mal. Wir haben hier wirklich was Zitrisches, Minziges, leicht, leicht Bitteres auf jeden Fall. Im Duftverlauf gesellen sich schöne, holzige Noten nochmal mit dazu. Ja,
schöne Kombination aus diesen zitrischen Noten, aus diesen leicht bitteren Noten, für mich leicht grüne Noten, maritime Noten. Also das ist wirklich so ein Freshie, finde ich, den man super tragen kann. Auch jetzt, wenn es vielleicht etwas wärmer wird. Der gibt einfach so einen schönen frischen Kick, der belebt schon richtig. Also das ist ein Duft, der ist wahnsinnig unkompliziert zu tragen. Zu jedem Anlass, jeder Tageszeit. Ich finde aber dadurch, dass es eben in so eine aquatischere, frischere Richtung geht, das ist so ein bisschen maskulin auf jeden Fall. Also ich finde, sobald da so maritime Noten mit drin sind, stecke ich das eher so in die Herrenkiste, sage ich jetzt mal. Das aber jetzt mal nur von der Tendenz her. Ich habe tatsächlich noch einen zweiten Duft von Simone Andrioli dabei. Der geht aber in eine komplett andere Richtung und ist eher so ein bisschen süß-würzig, hat aber auf jeden Fall auch Holz mit drin. Und zwar ist es der Born from Fire von Simone Andrioli. Und wie der Name vielleicht schon vermuten lässt, geht es hier auf jeden Fall um Holz und vielleicht um ein bisschen Feuer. Schöner Duft auf jeden Fall, geht eben in eine komplett andere Richtung. Ist ein Duft, der sowohl von Frauen als auch von Männern getragen werden kann. Insofern lasst uns mal auch hier gemeinsam riechen. Wir haben hier schon von Beginn an auf jeden Fall eine ordentliche Portion Oud. Eine schöne Würzigkeit mit drin, kombiniert mit einer Rose. Ist wirklich ein super interessanter Start. Und was ich finde, was man von Beginn an rausriecht, was sich aber im Duftverlauf noch ein bisschen stärker entwickelt, ist eine schöne karamellige Note. Also der geht wirklich in eine komplett andere Richtung als der Duft, den wir davor gerochen haben von Simone Andrioli. Super interessant, aber viel wärmer. Also wir haben hier nicht so diesen Freshie, sondern wir haben hier wirklich einen etwas schwereren, etwas wärmeren Duft. Und ich finde, der wird auch im Duftverlauf tatsächlich noch wärmer, noch anschmiegsamer, noch vollmundiger. Die Marke selbst spricht bei dem Duft von exotischem Magma und ich muss sagen, das ist wirklich so ein Gemisch aus Vanille, aus Amber, aus Rose. Also Safran ist auch nochmal mit drin, was da so eine gewisse Gewürzigkeit mit reingibt. Also dieses Bild von Magma passt irgendwo. Das ist schon so eine exotische Mischung, so eine Mischung so unterschiedlicher Duftkomponenten, die aber so schön zusammenpassen. Einfach auch ein sehr besonderer Duft, aber eben wärmer, gewinnt so ein bisschen an Pudrigkeit auch. Ja, mit dem Karamell wirklich schön süß, holzig, also ja, ist schon wirklich ein besonderer Duft. Und ich hatte ja gesagt, dass die Marke ihre Düfte immer an ferne Länder quasi heranknüpft und der Duft ist anscheinend einem schwarzen Sandstrand, dem Honolakani, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, in Maui und dem dort speziellen Geruch gewidmet. Ich war dort noch nie. Falls jemand von euch dort war und mir sagen kann, ob der Strand dort genauso riecht wie dieser Duft, das würde mich wirklich wahnsinnig interessieren. Auf jeden Fall ist der Duft einfach schwerer, vollmundiger. Für mich jetzt nichts für warme Tage. Würde den vielleicht eher so an etwas kälteren oder verregneteren Tagen tragen. Kann ich mir aber auch super vorstellen, so abends schick gekleidet, schönes Kleid an oder eben Anzug an, schön zum Essen gehen oder auch zum Feiern gehen. Der ist einfach schwer, dafür ist aber auch die Silage toll und die Haltbarkeit ist bei den Düften von Simone Andrioli sowieso gegeben. Okay, ich habe es vorhin angeteasert. Ich habe mich in einen neuen Duft verliebt und lasst uns mal über diesen Duft reden. Er ist, wie gesagt, auch von Isabey und was soll ich sagen? Wirklich, ich habe mich neu verliebt. Ich finde diesen Duft so schön. Und es geht um den Avant et Après von Isabey. Auch eben in dieser ikonischen Form, wie wir es von der Marke kennen. Schön schlicht in weiß gehalten. Und was soll ich sagen? Ich habe diesen Duft das erste Mal aufgesprüht und dachte mir so, ha, ein ganz normaler Blumenduft, was auch sonst. Fehlanzeige. Der entwickelt sich so schön. Ich bin ja kein Fan von so Blumenbouquet-Düften, dachte ich, bis ich den Avant et Après gerochen habe. Und jetzt muss ich mich revidieren. Wirklich eine kleine Liebe ist entstanden. Der Avant et Après ist wirklich ein so schöner Duft.
und so besonders. Und ich habe ja vorhin gesagt, bei dem La Route de Emeraude, dass es so ein bisschen in eine traditionelle, blumige Richtung geht. Und mit dem Avoir et Après hat Isabelle wirklich so einen blumigen Duft neu interpretiert, würde ich jetzt mal sagen. Ich finde, der ist wirklich modern, der ist super easy zu tragen und der passt sowohl zu jungen Frauen als auch zu älteren Frauen. Und das finde ich an dem Duft einfach so wahnsinnig schön. Aber lasst uns mal riechen. Oh, er ist einfach so schön. Wir haben hier auf jeden Fall weiße Blüten pur. Also die geben auch so einen schönen, kleinen, sauberen Charakter nochmal mit rein. Aber was an dem Duft so besonders ist, ist die schöne Vanille. Also je länger dieser Duft auf der Haut ist, desto schöner kommt so eine vollmundige, tolle, leckere Vanille mit raus, die einfach dieses Blütenbeet, dieses Weiße, so schön trägt. Ja, schön. Ich habe den Duft im letzten Urlaub mitgenommen und dachte so, na, mal gucken, ob der sich beweist. Und ich habe ihn jeden Tag getragen. Okay, neben dem Parfums de Marly Valhalla, den ich wirklich auch total gerne mag. Aber ich habe den Duft morgens getragen, ich habe ihn abends zum Essen getragen, ich habe ihn tagsüber getragen, als ich wandern war. Das ist wirklich ein Duft, der, obwohl er so blumig ist, einfach nicht so aufdringlich ist. Und den kann man auch im Gegensatz zu dem anderen Isabelle-Duft, den wir ja zusammen gerochen haben, locker an warmen Tagen tragen, weil er einfach nicht so erdrückt. Der hat einfach diese schöne Vanille, diese schönen weißen Blüten und ist einfach leichter, ist nicht ganz so raumeinnehmend und hält aber trotzdem richtig schön. Also der legt sich einfach ein bisschen mehr auf die Haut. Er hat nicht so eine krasse Silage, wie andere Düfte, das natürlich nicht. Aber ich finde, der hat genau das richtige Maß an Silage. Also, dass man ihn trotzdem drumherum wahrnimmt, aber trotzdem nicht so arg auffällt. Das Besondere an dem Duft, warum man den einfach immer tragen kann, ist, der hat so einen gewissen frischen Charakter mit drin. Und ich kann nicht genau sagen, woher das kommt. Aber für einen blumigen Duft, wo so viele unterschiedliche Blüten mit drin sind, hat er trotzdem eine gewisse Frische. Und das macht ihn so besonders. Er ist trotzdem ölig. Er ist trotzdem natürlich, wie es für einen Blumenduft gehört, schon auch irgendwo intensiv. Aber eben nur bis zu einem gewissen Maß. Der hat so einen sonnigen Charakter. Ich kriege gute Laune, wenn ich den rieche. Ich kann dir den Avoir et Après wirklich nur ans Herz legen, wenn du weiße Blüten magst und eben auch Vanille in einem Duft. Probier den Duft auf jeden Fall aus. Du wirst es nicht bereuen. Wir hatten vorher mit dem Ocean Offer Midnight Moon schon so einen schönen Aquaten. Und jetzt haben wir auch von Xerjoff einen wirklich tollen Duft im neuen Sortiment. Und zwar ist das aus der Club Collection der 40 Knots. Und wie der Flakon vielleicht schon verrät, handelt es sich dabei auch um einen etwas frischeren Duft. Oder eben auch der Name 40 Knots, ne? Erinnert ja so an die Seefahrt. Wie es sich für einen Xerjoff-Duft gehört und vielleicht nicht für einen Aquaten, aber Xerjoff schafft es einfach trotzdem, hat der Duft eine wahnsinnig schöne Haltbarkeit, eine schöne Silage und ich finde, der ist für so einen etwas frischeren Duft wirklich sehr intensiv. Ganz toll gemacht, schön komponiert. Lasst uns auch hier mal gemeinsam riechen. Ja, wir haben hier am Anfang schöne zitrische Noten, wir haben aber auch etwas leicht Bitteres, vielleicht eine Grapefruit. Der Duft erinnert mich tatsächlich an so einen Tag am Meer. Also wir haben hier so ein bisschen Salz, wir haben so maritime Noten, wir haben was Frisches mit drin. Und was aber wirklich schön ist bei dem Duft, ist, dass sich da im Duftverlauf auch wirklich tolle holzige Noten nochmal mit rausentwickeln. Ja, der entwickelt sich wirklich toll. Und ich finde auch, dass dieser frische Charakter, den man eben am Anfang hat, mit diesen leichten Zitrusnoten und mit dieser kleinen Bitterkeit, dass sich das auch hält. Also schön komponiert, zitrisch, bisschen herb, mit der Grapefruit. Schöne Meeresnoten oder maritime Noten nochmal mit drin, schöne holzige Noten. Und was wirklich schön ist, ist, dass der Duft so im Verlauf eine kleine Süße auch mitentwickelt. Wir haben hier Honig mit drin, gibt eine schöne Süße ab, macht eine schöne Basis bei dem Duft, rundet den Duft schön ab. Und das ist eben, weil er auch so in diese maritime Richtung eher geht, für mich jetzt auch eher ein etwas maskulinerer Duft. Hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, bei dem anderen Duft von Simone Andreoli, den wir uns angeschaut haben. So aquatische Düfte haben für mich einfach immer einen leicht maskulinen Touch. So auch der 40 Knots von Xerjoff. Für einen Männerduft finde ich es total interessant, dass wir so eine leichte Cremigkeit in dem Duft haben, die sich rausentwickelt. Eine ganz kleine Pudernote nochmal mit drauf. Also schön komponiert, schön in der Duftentwicklung
Und ich finde, es ist auch so ein Duft, da passiert relativ lange was auf der Haut. Also der entwickelt sich wirklich sukzessive. Und immer wenn man dann jede halbe Stunde, Stunde dran an der Haut riecht, riecht es einfach anders. Und das finde ich schon wirklich toll, toll gemacht. Da tut sich einfach sehr viel, bis dann wirklich der Duft sich in seiner Endausprägung, sage ich mal, entfaltet hat. Lohnt sich auf jeden Fall mal, den Duft auszuprobieren. Auch von dem tollen Dufthaus Maison Micallef haben wir einen Newcomer im Sortiment. Und zwar ist das der Red Colorado. Ich finde, wunderschöner Flakon und der spiegelt auf jeden Fall auch wider, was in dem Duft sich entwickelt. Einmal schwarz, einmal rot. Also wir haben auf jeden Fall einen etwas rauchigen Charakter dort nochmal mit drin. Ist auf jeden Fall auch ein sehr interessanter Duft, der auch eine sehr interessante Duftentwicklung hat. Aber lasst uns auch hier mal gemeinsam riechen. Na, wo ist es denn? Hier. Ja, zu Beginn schöne Zitrone, Zypresse im Fokus. Wir haben hier aber auch eine schöne grüne Note von Beginn an schon mit drin. Wir haben hier Kiefer mit drin, was vielleicht auch diese grüne Note nochmal mit reingibt. Aber er startet sehr, sehr, sehr frisch, sehr leicht, zitrisch, grün. Also ist auf jeden Fall so ein Start, was man vielleicht von Maison Micallef nicht erwarten würde. Zumindest wenn ich so an die Düfte kenne, die ich gerade so im Kopf habe, dann sind die etwas schwerer. Ich finde, der Duft startet wirklich schön leicht, bringt eine schöne Leichtigkeit nochmal mit rein, eben durch diese grüne, zitrische Frische. Das Ganze wird dann im Duftverlauf durch schöne, holzige Noten untermauert, die dazukommen. Wir haben schöne, leichte, rauchige Noten mit drin. Und deswegen habe ich vorhin auch gesagt, naja, dieses Schwarz-Rot passt einfach super im Flakon. Dieses Rot, dieses Feurige, dieses Angekokelte schon fast. Ja, schön. Die Kombination wirklich mit diesem Start, mit diesen Hölzern, die reinkommen. Wir haben hier auch eine schöne kleine Süße mit drin. Für mich ist der Duft jetzt aber nicht mega süß, aber gibt so ein bisschen Tiefe nochmal mit rein, rundet das Ganze nochmal so schön ab. Und jetzt mal tendenziell eher Frauen, eher Männer, würde ich auch hier sagen, eher Männerduft, eben durch das Rauchige. Heißt aber nicht, dass nicht auch Frauen den natürlich tragen können. Das ist auch ein Duft, den kann man locker zu jeder Jahreszeit tragen. Eben durch dieses Rauchige könnte man den genauso gut an einem kalten Wintertag oder Herbsttag tragen, wie am Sommer, eben durch diese frische, zitrische, leicht grüne Note. Also passt in beide Richtungen. Ich finde auch tatsächlich, dass eben, auch wenn da rauchige Noten mit drin sind, die jetzt nicht mega, mega raushauen. Also ich finde, die sind einfach in einem vernünftigen Rahmen, sodass ich sagen würde, dass man den auch wirklich ganztägig tragen kann. Oft ist es ja so eher rauchige, vielleicht schon etwas ledrigere Düfte, eher so abends, weil zu intensiv. Ich muss sagen, bei dem Duft hätte ich keine Einschränkungen. Und was eben auch schön ist, dass der super lange hält. Also Silage ist schön, Haltbarkeit ist top, ist halt ein Maison Micallef Duft. Was soll ich schon dazu sagen? Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich auch für dich einen Duft dabei habe, der dich vielleicht interessiert, den du vielleicht im nächsten Monat mal ausprobieren möchtest. Schreib mir gerne in die Kommentare, ob dir einer der Düfte gefällt oder vielleicht sogar mehrere. Ich freue mich total über eure Rückmeldungen. Wenn du unseren Kanal noch nicht abonniert hast, mach das gerne. Like gerne das Video, wenn es dir gefallen hat, würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und ich freue mich umso mehr, wenn du beim nächsten Video auch wieder mit dabei bist. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao.